Grüße aus Encarnación. Ich bin hier im Park an der Costanera am Sambadrom und ich bin ein bisschen nervös, denn ich werde jetzt gleich zum ersten Mal in meinem Leben eine Drohne fliegen und muss mal schauen, wie sich das so verhält, und dann kann ich hoffentlich ein paar schöne Bilder vom Süden Paraguays und von dessen Sonnenuntergang machen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, ob es funktioniert, und bin jetzt gerade eigentlich in den letzten Zügen hier in Encarnación. War jetzt einen Monat hier und lasse mich im Moment ein wenig vom Schicksal treiben. Denn in 2 Tagen muss ich los und ich weiß noch nicht wohin. Ich lasse mir alle Optionen offen, habe noch 2 nette Tage und ein paar Begegnungen, ein paar Treffen mit verschiedenen Menschen und mal schauen, was sich da jetzt noch ergibt in diesem Endspurt, in dieser schönen Urlaubsstadt und wo es mich dann hintreibt. Ich habe das Angebot bekommen, nach Brasilien zu gehen, da zu wohnen, in Florianópolis. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das von der Reise her sich lohnt. Denn die Flüge sind jetzt gerade in der Hochsaison auf ungefähr das Vierfache vom Preis gestiegen. Und von daher bin ich mir nicht so sicher, ob ich... Hey, hey. Ach, Hunde. Und auf jeden Fall bin ich nicht bereit, das zu bezahlen. Und der Bus dahin ist auch eine 26-Stunden-Fahrt. Ist irgendwie ein bisschen kompliziert, weil ich sonntags los muss und dann fahren da nicht so viele Busse. Den Standardweg müsste ich also einen Umweg fahren, erst nach Norden und dann wieder nach Süden. Und vielleicht dauert mir das ein wenig zu lange. Dementsprechend lasse ich mich einfach überraschen, ob ich eventuell noch hier bleibe, ob ich zu den Wasserfällen fahre, ob es doch Brasilien wird, ob ich zurück nach Asunción fahre oder ob ich vielleicht sogar zurück nach Peru fliege. Wobei das wahrscheinlich nicht als Option funktioniert, da ich hier weiterhin auf meine Cellula warten muss. Und jetzt bin ich hier an einem schönen Platz, fernab von Leuten und Hunden gekommen, wo ich dann mal versuche, die Drohne zu starten. Und die Drohne, ist eine DJI, also sollte relativ einfach zu bedienen sein. Aber schauen wir mal, da ich keine Erfahrung damit habe. Immer wieder was Neues. Und dann wollen wir mal los. So, das Gerät ist jetzt startklar. Wir haben hier unsere Fernbedienung. Und dann werden wir mal schauen, was aus dem ersten Probeflug wird. Wir heben also ab in den Sonnenuntergang hinter dem Sambadrom, und die Skyline, die wir hier links neben dem Sonnenuntergang sehen, ist Posadas in Argentinien. Da führt eine Brücke von Encarnación direkt rüber und man ist innerhalb 10 bis 15 Minuten in Argentinien vom Busbahnhof in Encarnación. Dieses Sambadrom hier, diese Straße, wurde eigens für den Karneval entwickelt oder gebaut. Es gibt halt den zweitgrößten Karneval Südamerikas in Encarnación und hier wurde halt diese Parade mit den entsprechenden Tribünen
eigens für diesen Karneval, der am 17. Januar 2026 startet, gebaut. Beziehungsweise es wurde schon vorher gebaut, aber der nächste Karneval startet am 17. Januar. Und dort hinten, am Ende dieses Gebäude, das ist das Shopping Center Costanera. Costanera bezeichnet halt diese Straße zur Rechten vom Sambadrom, ist einfach ja die Küstenstraße, wenn man das so nennen kann, weil es ja eigentlich nur ein Fluss, der Rio Parana, der da zu sehen ist. Und diese Straßen heißen in Paraguay Costanera. Der erste Flug war ein voller Erfolg. Kein Crash, von daher ein voller Erfolg. Sicher wieder auf dem Boden gelandet mit einem ersten Überflug über das Sambadrom und die schöne Stadt Posadas im Hintergrund mit der untergehenden Sonne. Jetzt gleich starten wir dann den zweiten Flug, wo wir dann einfach nochmal Encarnación und Posadas in allen seinen Farben erleben dürfen, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Und ich muss wirklich sagen, dass Encarnación mit eins der schönsten Gegenden hier in Paraguay ist, denn das Klima ist sehr angenehm, auch hier jetzt im Hochsommer. Die Stadt ist sehr sauber und man kann sich hier schon wirklich wohlfühlen. Wir sind hier, oder ich bin hier wirklich zufrieden, fernab davon, dass mein Apartment jetzt ja nicht das Optimale ist, da vor meiner Tür halt eine Baustelle ist, die mich dann jeden Morgen außer sonntags mit Presslufthammer und Kreissäge weckt. Oder ich entsprechend früher schlafen gehen muss, damit ich vor diesem Lärm aufwache. Nun ja, aber als Nomade sollte einem das nicht weiter aufhalten und vor allem auch nicht darin beeinträchtigen, seinen Weg, seine Vision weiter zu verfolgen. Und meine Vision ist es, einfach digitalen Nomaden hier eine Möglichkeit zu bieten, wie sie mit den Komplikationen, die mit Freiheit einhergehen, einfacher umgehen können. Denn viele denken sich, ja, das ist das Traumleben und wenn ich dann doch einfach nur aus der Ferne arbeiten könnte und etwas erschaffen könnte. Aber letztendlich hört es sich gut an, aber es ist auch nach wie vor viel Arbeit und es kommt viel Unerwartetes auf. Ja? So wie Sachen, die man eventuell vorher nicht erwartet hätte. Die Einsamkeit, die richtigen Verbindungen zu finden und auch weiter kontinuierlich an seinem Traum, an seiner Vision zu arbeiten. Es kommen Zweifel auf, ob man nicht doch vielleicht wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen möchte oder dass man sich bestimmte Länder ganz anders vorgestellt hat. All dies sind Fragen, die man sich vorher eigentlich nicht stellt, bevor man in dieses Nomadenleben eintritt. Aber ja, jetzt wollen wir erstmal diesen herrlichen Sonnenuntergang noch einmal beobachten mit noch einem weiteren Überflug über das Sambadrom. Die Drohne ist noch ein wenig eingestrengt in ihrer Höhe, muss ich noch ein bisschen weiter einstellen, wie ich damit halt fliegen kann, aber für den Beginn, für die ersten Aufnahmen sollte es vollkommen ausreichen und von daher viel Spaß mit dem zweiten Drohnenflug. Die zweite Runde des Drohnenflugs über Encarnación. Die Sonne ist nun schon untergegangen und jeden Abend entfaltet hier sich wirklich ein fantastisches Lichterspiel. Die Sonnenuntergänge sind so freudig in Farbe und gerade letztes Mal war es hier noch
mit einem Hagelsturm am Sonntag und die Wolken danach einfach nur eine Augenweide in allen Farben, von Türkis bis Lila bis Orange. Und auch, ja, dieser weite Fluss Rio Parana sieht fast aus, als wenn es ein Meer wäre. Und dementsprechend ist es wirklich eine Augenweide. Ein kleiner Rundblick über Encarnación. Auch das sieht noch relativ unbebaut aus, würde man fast sagen. Ne? Also wenn man das mit Posadas da hinten in Argentinien vergleicht, ist auch Encarnación noch im Status der Entwicklung. Ne? Ich rede mal wieder gerne davon, dass Paraguay ein Entwicklungsland ist und dementsprechend es das Potenzial hat, sich zu entwickeln. Wieder zurück im Apartment, rechtzeitig für diesen wunderschönen Blick des Sonnenuntergangs nochmal von meinem Balkon. Einfach eine herrliche Aussicht. Man kann es nicht anders sagen. Und auf der Kamera sieht es irgendwie noch besser aus als in echt. Es ist wirklich schön, diese Art der Freiheit genießen zu können. Und man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass man so glücklich ist, so glücklich sein kann, in diesem Leben das zu erleben. Wenn ich als Nomade unterwegs bin, jetzt mehr als 10 Jahre, dann ist es nicht immer so einfach. Es ist nicht immer einfach, sein Nomadenleben in dieser Fülle genießen zu können. Denn der Verstand springt einem oft dazwischen, wenn ich das so sagen darf. Ja? Die Selbstzweifel, ob man das, was man erreichen will, überhaupt erreichen wird. Die fehlende Motivation, manchmal entsprechende Krankheiten, so wie Chikungunya hier in Paraguay, das mich direkt zu Beginn 2022 erfasst hat und wo man dann einfach gar nicht weiß, ob all diese Entscheidungen, das Zurücklassen der Freunde und Familie in Deutschland, ob es das überhaupt alles wert gewesen ist, ob man wirklich so frei ist, nur weil man jetzt örtlich irgendwo anders hin kann. Es ist alles eine Sache, mit der man sich vereinbaren muss, mit der man d'accord gehen möchte, wenn ich das so sagen möchte. Und es ist absolut nicht einfach, ja, diese mentalen Hürden zu nehmen. Die äußere Freiheit natürlich, die ist gegeben, dahin zu reisen, wo man hinreisen möchte, schöne Orte zu sehen, schöne alte Architektur zu sehen. Ja. Für mich sind es halt die Pyramiden, die mich ja überall auf dieser Welt sehr begeistern. Und das ist auch faszinierend. Aber die tatsächliche Freiheit erfahren wir nur, wenn wir uns selbst von uns befreien, von unseren limitierenden Glaubenssätzen, von unseren limitierenden Denkweisen, die wir uns selbst auferlegen. Und das ist nicht wirklich einfach. Unser Verstand spielt immer wieder mit uns und will immer irgendetwas anderes haben. Selbst wenn man an den schönsten Orten ist oder das neueste Auto, das neueste Handy hat, wird es irgendwann zur Gewohnheit. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal bewusst darauf eingehen, wie schön doch dieser Sonnenuntergang ist und werde mich dann jetzt hier draußen hinsetzen und das noch ein wenig weiter in der Stille, sofern es die Autos hier erlauben, genießen.